9. Folge unseres NAND Game Schnelldurchlaufs. Heute machen wir vom Prozessor die 4 Levels gemeinsamer Speicher, also Register und RAM gemeinsam, den Befehlsdekodierer, Befehlsentschlüsseler, die Steuerungseinheit und dann noch den Befehlszähler quasi, den Program Counter. Fangen wir an, Combined Memory. Da geht es im Prinzip darum, wir haben ein Ergebnis bekommen. Und wo soll dieses Ergebnis hin? Oder wir haben irgendeinen Wert, soll der an A, also ins Register A gespeichert werden, ins Register D oder ins RAM an die Stelle, auf die das Register A zeigt. Also setzen wir uns mal 2 Register hin, ein A-Register und ein D-Register und außerdem holen wir uns noch einen RAM. Was wir ganz klar schon mal machen können, die Takteingänge alle verbinden. Wir haben einen gemeinsamen Takt, also alle Clock werden miteinander verbunden. Dann muss man hier durchgehen. Je nach Flag, also das sind diese 3 Flags, schreiben wir X entweder nach A, nach D oder dahin, wo A zeigt. Deswegen verbinde ich X jetzt zunächst einmal hier mit allen 3 Eingängen. Die Adresse kann nur im Register A stehen. Das heißt, die Adresse muss ich mir aus Register A holen für dieses RAM. Damit kann man praktisch aus dem A-Register raus eine Adresse im RAM auswählen. Und jetzt haben wir noch diese 3 Flags und die setzen wir ganz einfach auf die Stores. Wenn A gefordert ist, dann soll er Register A schreiben. Ist D gefordert, schreibt er ins Register D. Und ist Pointer A, also praktisch Zeiger ins RAM, Register A gefordert, dann soll er hier dieses RAM beschreiben. Und das ist es eigentlich schon. Die Ausgänge hier noch verbinden. Jeweils den eigenen. Ich kann das ein bisschen hochschieben, dann sieht man es besser. Probieren wir es einfach mal aus. Sagen wir mal, wir wollen hier wieder unsere berühmte 1, 2, 3 schreiben. Und zwar ins Register D. Kommt der Takt, steht das im Register D. Wollen wir es ins Register A schreiben, mit dem Takt steht es im Register A. Und wenn wir es ins RAM schreiben wollen, sollten wir halt zunächst mal ins Register A irgendeine beliebige Adresse schreiben. Sagen wir mal, wir wollen an die Adresse 100 im RAM schreiben. Dann stelle ich das Register A auf diese Adresse Hex 100. Das hat er dezimal kodiert, also müssten wir eigentlich hier die Hex 64 nehmen. Das wäre die dezimale 100, also nochmal einen Takt. Jetzt haben wir hier die Hex 64, dezimal 100. Sind an der Adresse 100 und an dieser Adresse wollen wir jetzt wieder unsere 1, 2, 3 schreiben in den RAM-Speicher. Nochmal einen Takt und dann steht hier die 1, 2, 3. Man muss es am Bitmuster erkennen, das ist eine hexadezimale 1, 2, 3, genau. Klar, steht ja auch hier. Und hier haben wir auch die hexadezimale 1, 2, 3. Da oben kann man es nochmal in Dezimal entschlüsseln, da ist es 291 gewesen. Soweit sollte das funktionieren. Er sagt, optimal gelöst, 288 NAND-Gatter. Gehen wir in den nächsten Level. Was gibt es hier zu tun? Der Befehlsentschlüsseler, der Instruction Decoder. Das ist jetzt ein bisschen eine komplexe Geschichte. Da müssen wir auf alle Fälle unseren Befehl, der hier kommt, da ist es schon mit Assembler-Befehl aufgeschlüsselt. Also wenn ich hier irgendeinen beliebigen Hexcode eintrage, lassen wir mal 1, 2, 3 eingetragen, dann ist der Assembler-Befehl, ich soll die dezimale 291 ins Register A schreiben. Zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier irgendeinen anderen Assembler-Code eintrage, zum Beispiel, was nehmen wir mal 8021, dann ist das hier auch ein ganz anderer Befehl, weil hier vorne eine 1 steht und damit ist es kein
Datenwert, der ins A-Register übernommen wird, sondern ein Befehl, der abgearbeitet werden soll. Und das setzen wir jetzt um. Also erste Aufgabe oder erster Aufgabenteil ist gelöst, wenn wir einen Splitter hier runternehmen. Den schließe ich da an. Damit haben wir alle unsere 16 Bit und dieses Bit, das ist hier als erstes, legt fest, ob wir eine Datenanweisung haben. Dann soll das in dieses W-Ausgangsregister DataWord rausgegeben werden. Und wenn wir eine 0 hier haben, dann nicht. Das heißt, wir setzen jetzt am besten einen Select, sagen, wenn dieses Bit 15 eine 1 ist, dann machen wir was anderes. Aber wenn es ein 0 ist, dann geben wir den Eingang direkt an das Register W raus. Was müssen wir noch machen, wenn das hier eine 0 ist? Das A-Flag, also dieses hier, müssen wir auf 1 setzen, damit das, was eben rausgegeben wird, ins Register A eingetragen wird letztendlich. Also wir können fest kodierte Werte immer nur ins Register A eintragen. Deswegen muss ich hier invertieren, sage, okay, wenn diese Bit 15 0 ist, nur dann soll ja das A-Flag gesetzt werden. Und dann kann ich dieses A-Flag, ich mache es einfach mal so, setzen. Das wäre der erste Teil. Wenn ich jetzt hier irgendwie einen Wert rausgebe, diese 1, 2, 3 zum Beispiel, dann werden die hier an W ausgegeben. Das A-Flag wird auf 1 gesetzt. Das wäre dieser Teil hier. Jetzt geht es aber weiter. Wenn wir aber nicht Daten einfach einlesen wollen, sondern wirklich eine Berechnung ausführen wollen, dann sollen wir das CI, Computation Instruction Flag, setzen. Das zeigt an, dass es praktisch eine Anweisung ist, damit die ALU angewendet wird. Das ist ganz simpel, da können wir dieses Bit einfach auf CI rauslegen. Was soll man noch machen? W soll in dem Fall 0 sein. Okay, das wird so sein. Wenn wir hier offen lassen, ist das eh 0. Können wir einfach offen lassen. Wir können auch komplett hier eine 0 noch angeben. Und alle anderen Flags sollen so sein, wie das hier unten steht. Also im Prinzip genau, das ist genau die Reihenfolge, wie sie auch aus dem Splitter rauskommen. Nur können wir die jetzt nicht direkt von hier nehmen, das wäre ein wahnsinniger Aufwand, sondern wir sollten nochmal auswählen. Wenn wir hier eine 0 haben, dann nehmen wir nochmal einen Auswähler und sagen, wir schauen uns nochmal dieses Bit an. Wenn dieses Bit eine 1 ist, wenn das Bit eine 0 ist, dann sollen die alle 0 sein. Also da könnte man auch nochmal eine 0 hinsetzen. Dann werden sämtliche Flags, ich setze hier gleich nochmal so einen Splitter oben hin, dann kann ich das wieder entschlüsseln und diesen ganzen Flags hier zuordnen. Wenn hier die 0 anliegt, dann ist es ja Daten. Dann möchte ich keine Flags setzen, dann sollen die auf 0 sein. Mit Ausnahme von diesem A-Flag, das schauen wir uns gleich nochmal an. Wenn aber hier ein Befehl kommt, also eine 1, dann soll tatsächlich das, was hier als Befehl reinkommt, an diesen Splitter da oben gehen und das wird jetzt hier entschlüsselt. Im Prinzip können wir einfach die einen nach dem anderen hier so runterziehen. Greater than, equal, less than. Schauen wir mal, wie wir das schön hinbekommen. Vielleicht so, dass die sich ein bisschen besser ausschauen. Also die drei, dann A, Stern, D und A. Das sind die drei, A, Stern, D und A. A haben wir jetzt schon belegt, da müssen wir uns noch was überlegen, den lasse ich mal aus. Als nächstes den Negate Output, das sind diese 6 Bit, die wir schon im
den Opcodes hatten. Das F, das Negate Y, das Zero Y, das Invertieren vom X, das Zero vom X. Da müsste man passen. 12 ist noch SM, das steht für Source Memory, das heißt, ob die Quelle des A-Register oder der Inhalt vom RAM, wo das A-Register drauf zeigt, sein wird. Das ist bisher noch nicht erklärt, aber das ist quasi 12, das legen wir einfach da drauf und 13 und 14 ignored brauchen wir nicht und 15 haben wir ja schon von unten gemacht. Also das wäre dieser Teil. Wo wir uns noch darum kümmern müssen, ist dieses A-Bit. Das A-Bit müssen wir entweder aus dem Splitter holen oder eben, wenn wir eine Datenanweisung haben, direkt unten aus dem invertierten Bit 15 hier. Deswegen setze ich da ein oder, haben wir hier, und sage, entweder kommt es von hier, klar, oder es kommt eben von da. Eins von beiden kann nur sein, denn wenn es von hier kommt, haben wir ja hier eine 1, damit haben wir hier eine 0, dann kann da nichts schief gehen. Also so müssten wir es quasi machen. Dann schauen wir mal, ob das Ganze so läuft, der Instruction Decoder, der Befehlsentschlüsseler. Und er sagt, wunderbar, ist da sehr zufrieden. 132 NAND Gates wieder verbraucht und das klappt. Sehr schön, nächster Level. Das ist die Control Unit und das ist wieder ein bisschen ein unhandlicher Level. Der schaut sich die Anweisung an und entscheidet, weist die ALU an, also die arithmetisch-logische Einheit, die eigentliche Recheneinheit, was zu tun ist. Schauen wir mal, was werden wir da brauchen? Hier haben wir diesen Instruction, wie nennt das? Aufsplitter, der praktisch diese, den Befehlsanteil aufsplittet. Das sind immer mehrere Bits, die hier beieinander sind. Also diese 6-Bit Opcode, diese 3-Bit DST, Destination, das ist das Ziel quasi. Das ist komplett 16-Bit. Das ist Condition, das sind die 3-Bit, wo wir die Bedingung hatten, größer als, gleich oder kleiner als 0. Das wird hier aufgesplittet. Den machen wir erstmal hier ran und sagen, wir wollen unseren Befehl in einzelnen Gruppen haben, damit wir in die Untermodule können. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Speicher. Der ist schon sehr umfangreich geworden. Da haben wir unsere Register A und D und wir haben unser RAM, wo wir über den A-Zeiger drauf kommen. Dem können wir gleich mal einen Glock geben, das ist nicht verkehrt. Und dann müssen wir mal schauen, I ist ein Instruction. Also das ist der Befehl, der dekodiert werden soll. Glock ist das Taktsignal. Und jetzt haben wir hier diese Opflex, die weisen die ALU an, was zu tun ist. Brauchen wir eine ALU, die haben wir hier. Der sagen wir mal, das muss man mal mindestens machen, was der Befehl eben sagt. Der X-Eingang für die ALU ist immer das D-Register, können wir uns hier holen. Der Y-Eingang, da kommt es jetzt drauf an, kann entweder das A-Register sein oder der Zeiger, also RAM, einer von diesen beiden. Das hängt davon ab, ob dieses SM-Bit gesetzt ist. Das heißt, da nehmen wir jetzt unseren Selektor, wir haben ja hier Selektor, und sagen entweder D-Register, entweder A-Register oder A-Pointer. Und dieses SM soll das auswählen. So, jetzt mal aufpassen, wenn es 0 ist, soll es das A-Register sein, also gerade andersrum. So muss ich die beiden verbinden.
Wenn eine 0 hier ankommt, dann nehmen wir das A-Register und wenn eine 1 kommt, nehmen wir dieses RAM, wo A drauf zeigt. So, mal hier ein bisschen größer machen, dass wir den Platz auch haben. Wo ziehen wir das jetzt hin? Mal so unten hin. Weil das geht ja jetzt ins Y von der ALU rein. Das war dieser Teil. Dann haben wir den Teil Store. Wir sollen einen Wert in den Speicher schreiben. Und zwar abhängig von CI, diese Computation Instruction, ob es eine Anweisung ist oder nicht. Wenn CI 0 ist, dann schreiben wir dieses Datenwort in den Speicher. Und wenn dieses eine 1 ist, dann schreiben wir die Ausgabe von der ALU zurück in den Speicher. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder einen Select und sagen, entweder bei 0 kommt das hier rein, also 0 ist das hier, 1 wäre Ausgang von der ALU. Das geht hier rein in den Speicher, also ins X, zurück in diesen Memory-Einheit. Und wer sagt das an? Das ist der CI, der meldet, wo geht's hin. Also das ist dieser Teil. Was bleibt noch zu tun? Output. J, das steht für Jump, zeigt an, ob die Bedingung für einen Sprung erfüllt ist. Und das finden wir aus diesen CD-Flags heraus. Da haben wir ja unseren Condition-Block schon. Genau, der wertet diese CD-Flags aus, alle 3 auf einmal. Und sagt dann, ob er muss die ALU-Ausgabe überprüfen, legen wir die dahin und legen das dann, das ist dann entweder wahr oder falsch, hier auf dieses J-Bit raus. Und zum Schluss noch A ist einfach der Wert, den wir im A-Register finden. Verbinden wir hier mit dem A-Register. Und damit sollte das schon funktionieren. Sollen wir es mal ausprobieren? Wenn wir einen Code schreiben, hier unser 123, dann schreibt er die 291 ins A-Register. Ich gebe mal einen Taktflanke. Nichts passiert. Habe ich noch irgendwas vergessen oder falsch gemacht? Schauen wir mal. Ah, da passt noch nicht. Er erwartet DST-Eingang soll gesetzt sein. Ah, okay, den habe ich noch vergessen hier. DST. Stand das hier irgendwo? Das ist die Destination, wo es eigentlich hingeht. Nach A, nach D oder nach A-Pointer. Die muss ich natürlich hier auch mit dem Befehlsteil verbinden. So. Aber jetzt probieren wir es nochmal. Wenn wir hier unsere 123 eintragen und einen Takt geben, dann ist die 123 Hex in A gelandet. Das passt. Wenn wir wieder unsere, was machen wir, einen großen Hexcode mit einem 1er vorne, machen wir mal hier irgendwie 821, genau, da haben wir hier irgendeinen Befehl, ist eigentlich egal was für einer. Und dann wird der Befehl ausgeführt. Na, das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Sehen wir später. Ich werde später auf jeden Fall den Prozessor dann mal ein Stück Code laufen lassen, dass wir sehen, ob er auch wirklich funktioniert. Jetzt ist er jedenfalls zufrieden. Er sagt, 6 Bauteile genutzt, 1276 NAND-Gates insgesamt und jedes Kilobyte RAM 91.400 NAND-Gates. Das ist eine Menge. Okay, ab jetzt wird es nicht mehr so schwer. Nächster Level, den machen wir noch, die Program Engine. Was ist da zu tun? Da geht es eigentlich nur darum, diesen Counter, den wir ja schon haben, zu nehmen und das ROM. Wir haben hier einen Speicher und wir haben den Befehlsbefehl
Zähler. Und je nachdem, ob wir springen sollen, also diesen Jump-Eingang, wenn der 1 ist, dann möchte man die Adresse neu setzen. Und wenn der Jump 0 ist, dann zählt er einfach immer 1 weiter. Das hat der Counter gemacht. Da müssen wir diesen Jump an den Store vom Counter geben. Die Adresse geht hier direkt in den Counter rein und Clock geht natürlich auch. Der Takt geht auch in den Counter rein, sodass wir jetzt hier takten können und der Counter zählt munter vor sich hin. Und wenn ich aber Jump setze und gebe hier irgendeine Adresse vor, unsere berühmten 1, 2, 3, und es kommt ein Clock, dann steht er auf der 1, 2, 3, nehme ich den Jump raus, dann zählt er hier von da weg weiter. Und das geht ans ROM, sodass wir immer gezielt eine Adresse adressieren können, und zwar eine nach der anderen. Der zählt hier einfach immer einen weiter und an jeder Adresse steht ein Befehl und so arbeitet er einen Befehl nach dem anderen später ab. Ich setze den mal wieder auf 0 zurück mit einem Takt. Jetzt fängt er wieder bei vorne an und macht den Jump wieder raus und dann fängt er bei 0 an zu zählen. Das ist genau das Verhalten. Mehr ist das nicht und damit sagt er die einfachste Lösung. Das für heute, den nächsten Level ist dann schon, der nächste Level ist schon der fertige Computer. Das mache ich beim nächsten Mal und da lade ich auch ein kleines Beispielprogramm, damit man sieht, wie dieser Computer tatsächlich arbeitet. Das machen wir beim nächsten Mal.